Dies ist eine Reise ins Abenteuer. Unvergleichliche Momente und Bilder, die man nie mehr vergisst. Mit dem Zug durch südliche Afrika, da, wo es am schönsten ist. Erleben Sie mit uns eine Traumreise auf Schienen. Heute in Verrückt nach Zug ein Ausflug in die Geisterstadt Kolmanskop. Der neue Retro-Style, shabby chic auch genannt. Reiseleiterin Anke sorgt sich um die wilden Wüstenpferde und eine lange Fahrt durch die Wüste auf der Suche nach Eis. Morgens im African Explorer, während viele Gäste bereits frühstücken, kämpft einer noch mit typischen Männersachen. Werde ich mich mal in dieses wackelige Ding da begeben und mal gucken, was ich noch retten kann. Falls man sehen, dass mein Entschluss, sich nicht zu rasieren, nicht mehr zu rasieren. Der Richtige war hier. Denn oft rasieren lohnt sich nicht. Einmal bisher. Das reicht auch. Jetzt ist sein Partner dran. Dann wollen wir mal. Im Zug ist es natürlich etwas enger als daheim. Also die erste Herausforderung ist natürlich, dass man bei diesem winzigen Waschbecken eigentlich alles versaut, was so drumherum ist. Und dann kommt noch das doch leichte Geschaukel dazu. Aber daran hat sich Thomas nach ein paar Tagen auf dem Zug bereits gewöhnt. Aus der Bahn wirft ihn jetzt nichts mehr. Naja, fast nichts. Eigentlich nur die Bremsvorgänge während dem Duschen. Weil da haut es einem dann gerne mal... Naja, beim Toilettengang ist es nicht so schwierig, weil da sitzt man ja. Es haut einem nicht so gegen die Wand. Aber in der Dusche und beim Abtrocknen, vor allem beim Füße abtrocknen, ist es echt eine Herausforderung. Also auf einem Bein zu stehen, das ist hier drin wirklich eine Katastrophe. Die Fahrt von Kapstadt nach Windhoek in Namibia ist eben eine Abenteuerreise. Und auch das Personal kämpft manchmal mit den Bewegungen der historischen Schmalspurbahn. Aber Crewmitglied Kagiso denkt bereits an etwas anderes. Er hat gleich eine Premiere. Ob Thomas seinen Bart mittlerweile unfallfrei losgeworden ist? Und wie man sieht, wenn der Zug recht sanft durch die Wüste fährt, ist auch ein Rasieren machbar. Da hat er das richtige Timing gewählt. So, die erste Runde wäre ziemlich ohne Schneiden eigentlich gut geschafft. Während bei Thomas alles glatt läuft, muss der African Explorer außerplanmäßig halten. 20 Kilometer entfernt vom eigentlichen Bahnhof. Die Gleise sind vom Regen unterspült. So werden die Reisenden ihre Ausflüge von hier aus starten. Kagiso, der Mann mit der schönen Stimme, darf heute zum allerersten Mal die Durchsage für die Gäste machen. Reiseleiterin Anke wird ihn dabei unterstützen. Oh, good morning, Kagiso. Good morning, Anke. Machen wir es heute zusammen? Na, das ist doch die Gelegenheit. Ich mache das zum ersten Mal. Yes. Er hat so eine schöne Stimme. Ne? Das ist gleich so ein schönes kleines, was ja auch nicht, die Stimme beeindruckt irgendwie. Ne? Wollen wir mal sehen, wie das über Lautsprecher geht. Ne? Aber ich mache erstmal auf Deutsch und dann I'm going to do it in German. Ich spreche erstmal auf Deutsch und dann kannst du reden, über was auch immer du reden willst. Okay. Kagiso ist ein bisschen nervös. Wir haben jetzt
13 Minuten vor 8 und wollen heute unseren Ganztagesausflug an die Küste nach Lüderitz starten um 8 Uhr. Sie sehen schon, die Busse stehen bereit. Der Ausgang wird sein hinten im Raucherbereich Bibliothek, das heißt an den Bars. Dankeschön und jetzt kommt die englische Durchsage. Thank you, Anka. Morning, everyone. We all hope that you all enjoyed Wir hoffen, Sie haben Ihr morning. Frühstück genossen. Das Programm für heute sieht folgendermaßen aus. Sie werden das Juwel der Wüste besuchen und nach dem Zeitplan für heute auch die Geisterstadt in Kolmanskop, ganz nah bei Lüderitz. Übrigens sind die Geister dort sehr freundlich. And by the way, the ghosts are very friendly in that town. Thank you. Na, das hat er doch sehr gut gemacht. Jetzt kannst du jeden Morgen dazukommen. Warum nicht? Ich bin darauf vorbereitet. There we go. I'm up for it. Thank you very much for the opportunity. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Toll. Habt einen schönen Tag dort. Anke ist für solche Scherze zu haben. Schon früh am Morgen in Lüderitz, in der einstmals deutschen Stadt an der Südwestküste Namibias, machen sich Hans-Jürgen und Irene Leitl aus Hessen auf zu einer Bootstour. Nach Halifax geht's, zu den Pinguinen, zu den afrikanischen Pinguinen auf der Halifax-Insel. Herzlich willkommen. Und dann nach vorne. Vor mehr als 20 Jahren waren Hans-Jürgen und Irene schon einmal in Namibia. Damals haben sie in Zelten geschlafen und das einfache Leben genossen. Heute wollen sie die Halifax-Insel besuchen, die damals nicht auf ihrem Programm stand. Nur wenige 100 Meter von der Küste entfernt liegt das felsige Eiland mit seiner großen Pinguinkolonie. Ich bin eigentlich kein großer Wasserratte. Ich mag eigentlich kein Bootfahren in dem Sinne, sonst hätten wir schon längst ein Boot gehabt. Aber das ist herrlich jetzt. Das Wasser ist auch so schön ruhig jetzt. Herrlich. Damals haben die Leitls ein anderes Fortbewegungsmittel bevorzugt. Bootfahren waren wir nicht. Wir waren ja Offroad-Fahrer und wir waren Dünen gewöhnt. Ja? Wir und wie Kalahari und das war unser Ziel. Dann hier mal Lüderitz, Austern essen. Und das ist ja die Austerbucht hier unten. Das war also bekannt. Und ist es heute noch? Das war ein Erlebnis hier und ein intensives Erlebnis. Und jetzt ist es so, ich bin ja nicht mehr verantwortlich für die Gruppe, die wir damals, die ich geführt habe, sondern ich kann mich jetzt relaxen und kann richtig erleben. Die kleine Insel hat eine sehr interessante Geschichte. Ja, Halifax-Insel hier. Halifax ist eine unserer Guano-Inseln. Hier hat man damals um 1846 zum ersten Mal angefangen, Guano abzubauen. Guano, Vogelkot, den man für Dünger gebraucht. Und zu dem Zeitpunkt damals, als sie hier anfingen, gab es eine Lage, 6 bis 8 Meter lag es dick. Und zu dem Zeitpunkt mit schätzungsweise 400.000 Pinguinen obendrauf. Also in den Beschreibungen von früher, die Pinguine standen Schulter an Schulter, haben die Insel total bedeckt. Heute sind es weniger Brillenpinguine, aber Bootsführer Heiko Metzger hat noch beeindruckende Fotos von damals. Haben sie den Pinguinen den Lebensraum zerstört. Und es ist jetzt erst hier in den letzten 4-5 Jahren oder so, können wir sehen, dass all diese Naturschutzmaßnahmen anfangen, Früchte zu tragen. Die Fischbestände sind dabei, sich ganz langsam etwas zu erholen. Aber am allerwichtigsten, die Pinguine auf der Insel sind in sehr viel besserem Zustand wieder, brüten sehr viel regelmäßiger. Und auf dieser Insel haben wir sogar recht viele Pinguine dazugewonnen in der Zwischenzeit. Momentan stehen wir auf beinahe 6.000 Pinguine, also ein deutlicher Aufschwung. Herrlich, es ist wunderschön. Es ist ein Höhepunkt jetzt nochmal geworden. Wirklich, denn Eisenbahnfahren kennen wir ja auch und die Wüste kennen wir. Aber das ist jetzt also für uns wirklich nochmal so ein Highlight.
Die anderen Reisenden starten zu einer ganztägigen Tour. Sie werden die Küste sehen und eine Geisterstadt besuchen. Während der African Explorer auf sie wartet, bringt sie der Bus erstmal Kilometer um Kilometer tief in den Süden der Namib-Wüste. Die lange Fahrt soll sich lohnen, denn in dieser unwegsamen Gegend leben Wildpferde. Sie sind Nachkommen von entlaufenen Tieren der früheren Kolonialherren. Und tatsächlich, die Gruppe hat Glück. Heute können sie die Pferde hautnah beobachten. Chefreiseleiterin Anke hat sich auf die Begegnung vorbereitet und Futter mitgebracht, denn die scheuen Tiere leben hier unter äußerst harten Bedingungen. Also ich habe das irgendwann mal angefangen, da hatte ich einen Apfel für mich mitgenommen und dann standen auf einmal Pferde direkt an der Straße. Ne? Und die sehen natürlich, die sind ziemlich klapprig, ne? Weil die haben ein schweres Leben hier, wenn man sich das anguckt und überlegt, wie man hier überhaupt überleben kann. Ne? Und da hatte ich einen Apfel für mich als Proviant mit und den habe ich dann natürlich gegeben. Das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben überhaupt ein Pferd gefüttert hatte. Ne? Und das ging gut. Und jetzt habe ich immer einen Apfel dabei. Habe ich mir gestern aus der Küche organisiert und die lasse ich auch hier. Ob man die Pferde heute aus der Hand füttern kann? Anke ist skeptisch. Es ist sehr schön, dass die so nah sind, aber die gehen jetzt gerade weg, ne, von uns, von den Menschen. Das sind ja Wildpferde, ne, die eigentlich das Ganze hier nicht gewohnt sind. Und würde ich ihnen gerne den Apfel geben. Naja, immerhin, weggelaufen sind sie nicht. Ich werfe mal eins dahin, dann erschrecken sie sich vielleicht. Die Tiere halten Sicherheitsabstand und Äpfel sind sie nicht gewöhnt. Guck mal, was ich für dich habe. Guck mal. Guck mal. Oh. Tja, das hatte sie befürchtet. Die kommen nicht, die lassen einen nicht an einen ran. Vielleicht braucht man nur noch etwas mehr Geduld, denn hungrig sind die Wildpferde garantiert. Ja, ich denke schon, dass sie das auch finden werden. Ja. Weil, sehr schön, wunderbar. Wunderbar. Die werden das vielleicht schon riechen oder irgendwann sehen sie es dann. Und wie so oft im Leben, manchmal muss man einfach nur warten, bis sich alles regelt. Dem Duft der Äpfel können selbst die scheuesten Wildpferde nicht widerstehen. Guten Appetit! Und während die Fahrt Richtung Geisterstadt weitergeht, bleibt die Crew im Zug nicht untätig. Wie immer, wenn die Reisenden unterwegs sind, rückt der Zimmerservice an und bringt die gemütlichen Kabinen auf Hochglanz. Kein Staub soll stören. Leider gibt's den hier reichlich. Wüstenstaub liegt auch über der Geisterstadt Kolmanskop. Hier wurden vor 100 Jahren die ersten Diamanten gefunden. So entstand die Siedlung. Heute ist sie schon lange verlassen und Wind und Sonne ausgesetzt. Von Reichtum und Diamanten keine Spur mehr. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht, dass es hier nicht so bunt ist. Ich habe mir irgendwie so ein bisschen mehr bunte Architektur oder auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, ein bisschen pompöser. Dafür Diamantendorf, oder? Ja, klar. Aber es haben hier nur deutsche Zweckmäßigkeit. Ja. Und es haben hier hauptsächlich nur die Arbeiter gewohnt. Also dass sie nicht irgendwie die Luxusvillen hier hingestellt bekommen, sondern eher so einfache Unterkünfte, ist ja auch klar. Ja, das stimmt nicht so ganz. Heute schwer vorstellbar, aber das Leben in Kolmanskop war tatsächlich luxuriös. Die reich gewordenen Diamantensucher bauten hier zum Beispiel das erste Krankenhaus Afrikas, das eine Röntgenstation hatte. Auch in den anderen Häusern gibt es noch viel zu entdecken. Ein witziger Boden. Ja, aber da kannst du sehen,
Sogar noch die Konstruktion vom Parkett. Stimmt. Oh, Parkett hatten die hier. Oh ja. Oh. Sagen wir mal ein Holzdielenboden eher. Also hier ist eine Flasche Vorsicht angesagt. Ja. Das neue ist der Bad. neue Retro-Style. Shabby chic auch genannt. Ist jetzt wieder ganz hip bei uns. Zahlt man Tausende von Euro für so eine Badewanne und hier steht es einfach rum. Ja. Einladend wird es nicht. Nein. Nee, ich glaube, hier ist was rumgefleucht. Da kann man so Schleifspuren sehen. Stimmt. Also, da war vielleicht so eine kleine Schlange vorher baden. Trotzdem eine spannende Zeitreise. Also wenn der Wind noch so ein bisschen pfeifen würde, wäre sie richtig wie im Geisterhaus. Wie im Geisterhaus, ja. Ja. Also die Decke sieht nicht vertrauenserweckend aus. Die Wände sind ja alle noch okay oder so. Ja, das steht schon noch ein paar Jahre hier. Also ich glaube, da muss man sich keine Gedanken machen. Auch die große Küche ist noch erhalten. Eine Sandküche. Also es sind vermutlich Waschte, wo man die Wurst gemacht hat. Nicht nur vermutlich, ich komme vom Dorf. Da war das so. Natürlich. Wenn Metzelfest war, dann wurde da drin am Schluss Blut- und Leberwurst gekocht. Sehr deutsch. Ja, hier ist vieles sehr deutsch. Als Architekt schaut Thomas, der ursprünglich aus der Pfalz stammt, natürlich ganz genau hin. 400 Menschen haben hier gelebt. Mit Schule, Turnhalle, Kegelbahn und Theater. Thomas will jedes Haus erforschen. Aber deshalb wird der Herr Ingenieur jetzt davor mal filmisch festgehalten. Ich gehe da mal rein und guck dann mal raus. Ja, dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Lächeln. Ja. Gut. Ja. Jetzt aber schnell. Ewig können sie nicht bleiben. Aber die Kegelbahn, die will Thomas gleich unbedingt noch sehen. Mitten im Niemandsland der Namib-Wüste macht der African Explorer Pause. Auch das Team an Bord hat jetzt Gelegenheit zu entspannen. Alle Kabinen, alle Abteile sind aufgeräumt und sauber. Und auch Kagiso und Zugmanager Senele können mal durchatmen. Wenn die Gäste von Bord gehen, räumen wir normalerweise auf und putzen. Ich laufe meine Runde und checke, ob alles in Ordnung ist, ob etwas gebraucht wird. Und wenn wir das erledigt haben, gehen wir alle in unsere Kabinen und machen ein Nickerchen, um uns ein wenig auszuruhen. Wenn ich mit meinen Verpflichtungen und Vorbereitungen fertig bin, kann ich mich zurückziehen und habe ein wenig Freizeit. Wenn man aufgeräumt hat, kann man auch ausgehen, wenn nicht so viel zu tun ist. Gelegentlich feiern wir auch eine Art Gottesdienst zusammen, bei dem wir die Spiritualität aufleben lassen. Wir reisen ja sehr viel, deshalb gehen die Leute in verschiedene Kirchen. Und deshalb versuchen wir Zeit zu finden, um uns für 20, 30 Minuten zu versammeln. Danach ruht sich jeder aus. People go to different churches and everything like that, so we would make time and gather for about 20, 30 minutes. Yes, and after that, once we're done, then everybody retreats and we go and rest, and yes. Auf der Halifax-Insel beobachtet Hans-Jürgen Leitl die exotische Tierwelt. Was uns verwehrt geblieben ist bei unserer letzten Reise, Flamingos zu sehen, das ist überraschend und ich bin erfreut. Also kann das gar nicht begreifen, dass ich noch so viel erlebt habe jetzt hier. Und wir waren auf unserer Tour gar nicht hingekommen damals. Man freut sich und erfüllt sich doch so manches noch wieder, ja, in der ganzen Zeit. Das müssten wir auch mal üben, auf einem Bein so lange zu stehen. Die Natur und die Weite Afrikas heben die Stimmung. Das weiß auch Bootsführer Heiko, der deutsche Wurzeln hat. Naja, hierzulande geboren und wenn dir erstmal hier die Sonne ins Herz gebrannt hat, dann bleibst du für
ne? Dann bleibst du für immer. Nein. Deutschland wäre für mich sowieso die Hölle gewesen. Mit wie viel? 85 Millionen seid ihr? Oder ja, sowas? knapp 83 Millionen. Da bekommt man Platzangst. Ne? Wir sind hier die Weiten gewohnt und haben Atemraum und Luft zu atmen. Sehr viel lieber in Namibia als irgendwo anders. In Deutschland war ich schon mal. Da wurde ich geschleppt von Großmutter zu Großtante, von Kathedralen zu Museen und Burgen und wer weiß was alles. Es war einfach überwältigend. Hier, uns gefällt die Weite hier. Eine Bootstour macht hungrig. Irene und Hans-Jürgen würden gern noch mal in das Restaurant gehen, in dem sie damals so gut gegessen haben. Aber dieser erste Urlaub in Namibia ist Jahrzehnte her. Ob sie das Lokal wiederfinden werden? Vielleicht kann Heiko helfen. Franzels Restaurant. Nein, das ist dort drüben, hier um die Ecke. Ja? An der Ecke, da ist ein Nest. Ah ja. Danke. Wie gesagt, tschüss. Alles Gute. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank. War eine wunderschöne Fahrt. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Danke. Mal schauen, ob sie das Restaurant noch finden. So, wir laufen jetzt nochmal in die So, Stadt jetzt rein. gehen wir mal nach der schönen Tour in die Stadt. Und erkundigen. In Lüderitz, das in der Lüderitz-Bucht liegt, ist auch gerade Reiseleiterin Anke unterwegs für Besorgungen. Ja, Lüderitz-Bucht, ist ja der alte Name von Lüderitz. Ne? Und hier sieht man, das haben die eigentlich so ganz schön angelegt. Das ist kein Vergleich zu der Waterfront in Kapstadt, aber es nennt sich auch Waterfront. Und wenn man hier zum Beispiel sitzt zum Essen oder hier gehen auch die Touren ab, die Katamaran-Touren, wenn man hier ist. Und das ist der Hafen, der richtige Hafen. Es gibt immer noch ein bisschen Fischerei. Und hier war ich schon mal mit einem Hochseeschiff. Mein erster Aufenthalt war hier, das war glaube ich schon vor 15, fast 20 Jahren. Da sind wir mit dem Schiff rund um Afrika gefahren. Dann haben wir da drüben an der Pier gelegen und sind dann hier ausgeschwärmt und haben die Tour gemacht in die Wüste zu den Pferden, was wir jetzt gemacht haben. Und wo genau geht's jetzt hin? Ich will zum Pep, das ist so ähnlich wie bei uns auch so China-Laden. Da hole ich mir Handtücher, die hänge ich mir immer am Hals, wenn das so heiß ist. Ne? Ich habe meine zu Hause vergessen. Werde ich jetzt schnell machen, weil die gleich auch zumachen. Heute ist Samstag. Ja, auch bei den Ladenöffnungszeiten geht es hier altdeutsch zu. Um 13 Uhr schließen die Geschäfte. Und Anke kauft nicht das Erstbeste. Es muss ihren Ansprüchen genügen. Denn ein Anke-Handtuch ist ein Wundermittel für und gegen fast alles. Also, so ein Handtuch ist Gold wert. Man legt es um den Hals. Am besten, dann sind schon mal gewaschen. Dann habe ich erstens keine Sonne im Rücken. Ich habe Schutz gegen die Klimaanlage. Ich kann mich abputzen, wenn es sehr heiß ist. Wenn es sehr heiß ist, kann ich hier Wasser drauf machen, kann mich hiermit dann ein bisschen abkühlen. Das ist also wirklich ein Multitasking-Ding. Ich habe immer mein Handtuch dabei. Ne? Aber auf einem Handtuch kann man doch nicht stehen, oder? Wenn ich jetzt gucke, ich bin ja auch so jemand, der gerne einkauft, bin halt eine Frau. Und dann, was noch zu mir passt. Die Farbe ist auch schön. Ne? Gefällt mir gut. Blau, habe ich viel Blau dabei. Wenn ich jetzt nur Rot hätte, dann würde ich Rotes nehmen, aber Rot habe ich nicht. Ich glaube mit Blau und dieses passt halt immer. Khaki, ne, steht jedem und ich muss auch sehen, was ich schon habe. Ne? Dies ist auch schön. Tja, Anke, welches der drei soll dein Handtuch sein? Jetzt musst du dich entscheiden. Okay, dann will ich schnell bezahlen. Ja, besser wär's. So, dann habe ich 1, 2. Guck an, wie sparsam. Aber Anke weiß, man soll es nicht übertreiben beim Shoppen. Außerdem will sie noch mehr erledigen, solange die Geschäfte aufhaben. Schließen Sie jetzt? Nein, wir schließen um 1 Uhr. Auch der Supermarkt? Ja, heute ist Samstag. Zurück in der Geisterstadt Kolmanskop. Nach dem Diamantenrausch wurde sie aufgegeben. Übrig geblieben sind Relikte aus der deutschen Kolonialzeit, wie die Kegelbahn, mitten in der namibischen Wüste. Für Peter und vor allem für Thomas, den Architekten, ein Highlight. Was müssen das für Szenen gewesen sein, damals, vor rund 100 Jahren,
als die Stadt noch lebte. Der Duft der guten alten Zeit. Leider haben wir kein Geruchsfernsehen. Der Geruch hier drin, es ist schon einfach stehen geblieben alles. Es ist richtig morbide. Die Ball hier hinten reingezogen. Lass das nur, muss nicht anfassen, bitte. Unglaublich, alles funktioniert noch, nach der langen Zeit. Deutsche Technologie, ne? Ja, der Mann weiß, wie man Begeisterung weckt. Und das ist noch ein Schädenkegel. Du kannst dir vorstellen, wie viele Leute hier Bier getrunken haben und Wein und geraucht haben und alles. Also. Oder wenn man so einen Altbau halt mal wieder komplett renovieren muss. Ich habe was entdeckt, was dir gefällt. Ja? Ja. Man sieht hier einfach die Technik. Du musst da dran greifen, du drehst es rum und es funktioniert. Und es ist nicht alles so clean. Und es funktioniert seit 100 Jahren. Das muss man sich auch vergegenwärtigen. Ja. Das ist schon beeindruckend. Kegelbahn, Turnhalle, alles da, was die deutschen Diamantensucher damals zur Ertüchtigung und Entspannung brauchten. Peter staunt, wie viele Überbleibsel und Fotos aus der Kolonialzeit noch hier sind. Bloß die Diamanten, nach denen damals hier geschürft wurde, von denen ist wohl keiner mehr übrig. Oder? Thomas hat sich mal auf die Suche gemacht. Ich habe die ersten Diamanten gefunden. Geht mal mit, ich zeig's euch. Gut versteckt die Steine. Heute genau wie damals. Super, oder? Die haben vorne in ihre Schuhe, haben sie die Dinger reingepackt zum Schmuggeln. Lauter Relikte. Auch ein Tonband. Kannst du dich noch Telefunken-Tonbandgerät, ja. Aber das ist sicherlich nicht aus... Nee, das ist 79 von EMI Music. Thomas hatte schon glatt verdrängt, dass er hier mitten in der Wüste ist, in der wilden Natur. Ach, schon wieder Schlangen? Vor denen hat er nämlich Angst, oder? Ich denke doch. Halt die Tür zu, wegen Schlangen. Doch die Gefahr kommt von ganz woanders. Statt Stolperschlange eine Stolperfalle. Trotzdem gefällt es den beiden hier. Sehr schön, finde ich. Also ich finde auch so, dass gerade das Kaputte ist das Tolle. Ja? Es hat sowas von einer Kulissenstadt. Also in Amerika so alte Filmdrehorte, die so verlassen sind. Aber ich frage mich, ob sie das immer wieder ausbuddeln. Weil sonst ist das ja in 2 Jahren eigentlich zugeschüttet. Ja? Ich gehe stark davon aus. Die Wüste lebt. Jedenfalls hier in der Geisterstadt Kolmanskop. Unbarmherzig brennt die Sonne auf den African Explorer. Da lohnt sich eine Kontrolle der Eisvorräte. Hier drin lagern wir das Eis. Wie man sehen kann, haben wir nur noch wenig vorrätig. Für die nächsten 3 Tage wird das Eis aus der Maschine nicht reichen. Da drin sieht's wirklich ziemlich leer aus. Wegen der Hitze produziert sie nur sehr langsam, aber gibt der Maschine Zeit. Was wir haben, brauchen wir auf, dann müssen wir aber auffüllen. Die Umgebungstemperatur beeinflusst eben die Maschine. Nicht genug Eis, da bleibt Zugmanager Senele nichts anderes übrig, als loszufahren. 120 Kilometer auf Wüstenstraßen bis nach Lüderitz. Dort ist der nächstgelegene Supermarkt. Nur zum Nachfüllen, deshalb ist es eine kleine Ladung Eis. Naja, klein ist relativ. Für 68 Gäste an Bord braucht es ordentlich Kühlung. Es ist heiß in der Wüste. Die Leute brauchen einen schönen Gin Tonic. Brandy und Cola, da machen wir Eis rein.
Es ist wichtig, den Leuten im Zug den besten Service zu bieten. Ansonsten, ohne kaltes Bier, ohne kalte Getränke, wäre es unangenehm. Die Eismaschine braucht sehr viel Wasser für die Eisproduktion. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, sie auszuschalten und heute Eis zu kaufen. Wir haben unseren nächsten Halt erst in 2 Tagen. Deshalb ist es wichtig, dass wir heute das Eis besorgen können. Der wohl coolste und ungewöhnlichste Einkauf auf dieser Reise für den Zugmanager. Einige Menschen in Lüderitz müssen heute wohl ohne gekühlte Getränke auskommen. Nun muss sich Senele aber beeilen. Hier im Supermarkt ist es kühl. Draußen nicht. Er bewegt sich auf dünnem Eis. Wir müssen riskieren, 100 Kilometer zu fahren und zum Zug zurückzukommen, bevor es schmilzt. Hoffentlich geht jetzt alles glatt, sonst fällt dieser Großeinkauf ins Wasser. Zurück zu Irene und Hans-Jürgen Leitl aus dem hessischen Taunus. Sie schwelgen in Erinnerungen. Oberhalb von Lüderitz haben sie vor über 20 Jahren bei ihrem ersten Besuch gecampt. Es sieht natürlich alles ganz anders aus. Es ist toll aufgebaut. Aber so windig war es damals schon. Deswegen sind wir ja dann weggegangen von da, weil wir dann gesagt haben, es ist uns zu windig. Während die beiden Richtung Lüderitz schlendern, haben sich an der Bucht weitere Reisende versammelt. Dies ist die Stelle, an der die Portugiesen 1487 auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien landeten. Wir sind jetzt an der Dias-Spitze. Der Name kommt ganz einfach von daher, als Bartolomeu Dias, der zweite Portugiese, der an Land gegangen ist in dem damaligen unbekannten Namibia. Und Jahrezahl 1887, 88 ist er erst an der Küste lang gekreuzt, in verschiedenen Buchten vor Anker gegangen und hat dann letztendlich in der Bucht auf der Seite geankert wohl und hat oben auf der Spitze, das Kreuz sieht man hier hinter uns rausstecken, hat dort das Padro hingestellt. Das ist ein Replika. Das Originalkreuz liegt in Lüdersbucht im Museum. Dass Rolf 400 Jahre unterschlagen hat, haben die Reisenden bei dieser Brise und dem wundervollen Blick auf den Atlantischen Ozean überhört. Nach Tagen in der Wüste eine tolle Abwechslung. In der Stadtmitte von Lüderitz ist Reiseleiterin Anke unterwegs. Sie ist fasziniert von dieser deutschen Stadt in Afrika. Das ist das Würmann-Haus und Würmann war eine richtige Händlerfamilie, die kam aus Hamburg. Die hatten natürlich auch Interesse hier dran, Geschäfte zu machen. Lüderitz, wir sind ja gerade in Lüderitz, das war ein Bremer Kaufmann. Die Würmanns kamen aus Hamburg und das war der Adolf. Der hat das Ganze hier aufgebaut und der war ganz maßgeblich daran beteiligt, dass hier eine Kolonie wurde. Der hat Einfluss genommen quasi als Mitglied des Reichstages damals und er kannte den Bismarck. Der hat da viel bewegt und er war natürlich auch ein Kaufmann. Der hat zum Beispiel im Ersten Weltkrieg dann mit seiner Würmann-Linie, mit der Schiffslinie, hat er richtig Geld verdient und hat auch ein bisschen so zu seinem Gunsten abgerechnet. Ne? Der hat 1500 Pferde hierher gebracht zum Beispiel und Tausende von Soldaten, ich glaube 10.000 Soldaten. Ne? Und heutzutage ist das ganz schön, weil die haben ein Gartencafé, die haben einen wunderschönen Garten und da gehe ich jetzt und mache meine Internetsachen. Wi-Fi haben die hier auch ganz gut. Es hat sich natürlich viel verändert seit der Kolonialzeit, als die Deutschen die Stadt gründeten. Heute gibt es hier viele restaurierte Gebäude und kleine grüne Oasen, die die Menschen der rauen Natur abgetrotzt haben. Denn rund um Lüderitz liegt Wüste, vor der Stadt das kalte und fast immer stürmische Meer. Der Internetzugang im Café aber ist erstaunlich gut. Ich nutze die Zeit, ich muss gleich ins Internet, weil ich habe im Zug jetzt mit meinem Computer keine Verbindung gehabt. Ich habe ein paar Sachen, die ich klären muss und wo ich noch einen Anhang runterladen muss und noch ein bisschen was schreiben.
Und im Zug wackelt das auch immer so. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, ein bisschen in Ruhe zu arbeiten, dann nehme ich das sehr, sehr gerne wahr. Und wenn man so schön am Wasser bei diesen tollen Temperaturen sitzen kann, natürlich noch viel schöner. Ne? Anke war übrigens nicht immer Reiseleiterin. Ich habe mal Lehramt gelernt, ich habe studiert Russisch und Französisch. Dann bin ich schon 1984 nach meinem zweiten Staatsexamen in den Tourismus und bin dabei auch geblieben. Sie liebt ihren Job, die vielen Erlebnisse mit den Reisenden auch, wenn sie damit nicht reich wird. Ich glaube, dann hätte ich das keine 34 Jahre gemacht, wenn das nur um Geld verdienen zu wäre. Erstens, man ist für einen Schreibtischjob verdorben, wenn man nur zu Hause an einem Schreibtisch sitzen würde. Das würde man nicht mehr hinkriegen, wenn man den Absprung nicht schafft. Ne? Weil das kann man einige Jahre machen und dann sucht man sich einen richtigen Job. Solche Kollegen habe ich auch gehabt. Ich bin dabei geblieben und das kann man über 30 Jahre nur machen, wenn man auch mit dem Herzen dabei ist. Sonst würde man sich ziemlich quälen. Ja. Zurück im Zug. Auch bei großer Hitze, es wird geschuftet. Währenddessen buxieren Zugmanager Senele und Helfer des Supermarkts das kostbare Eis schnell zum Auto. Mehr als 100 Kilometer Fahrt liegen vor dem 41-Jährigen. Aber zumindest kann das Eis unterwegs gekühlt werden. Das sind große Kühlboxen, die können das Eis auf dem Weg zum Zug sehr kalt halten. Sie können die Temperatur bis zu 24 Stunden halten. Die Eismaschine im Zug produziert bei diesen Außentemperaturen längst nicht so viel Eis, wie nötig wäre für die lange Reise. So hat sich Senele aufgemacht, um kiloweise fertige Eiswürfel zu kaufen. Für die Jungs aus dem Supermarkt in Lüderitz eine willkommene Gelegenheit, sich ein wenig Geld dazu zu verdienen. Ein cooler Nachmittag. Derweil an der Felsenkirche hoch über Lüderitz. Sie ist das Ziel von Maren und Dodo aus Bayern. Maren ist Kirchenmalerin und hat erst vor kurzem ihren Meister gemacht. Dieses Exemplar von 1912 interessiert sie besonders. Nur wenige Stunden am Nachmittag ist die Kirche auf dem felsigen Diamantberg geöffnet. Die Deutschen haben sie damals bauen lassen, aber der Innenraum wirkt so gar nicht afrikanisch. Ja, das ist das Bedeutendste dieser Kirche. Das gestiftete Fenster von Kaiser Wilhelm II. Ah, okay. Ja, das habe ich im Reiseführer gelesen. Es ist eine evangelische Kirche, die noch heute genutzt wird. Also der gute Mann da oben hat irgendwie unglaublich Ähnlichkeit mit Luther. Ja. Dodo hat so seine Erfahrungen mit Kirchensightseeing. Waren wir in Leipzig, da bin ich mit ihrer Schulklasse mitgefahren, die hatten einen Ausflug auf eine Ausstellung. Leipzig hat ja mehrere Kirchen und ich sage immer, eine schaue ich mir gerne an, die erste ist super interessant, die zweite ist dann auch noch okay und ab der dritten ist dann schon anstrengender und so Kirchenhopping ist schon nicht ganz so mein Ding, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, mein Kunstlehrer hat immer erzählt, sobald du Dinge benennen kannst, kannst du sie auch sehen und kannst darüber sprechen. Und ich erzähle Dodo halt auch immer so ein bisschen so die Light-Variante. Was sind die Stilmerkmale? Was macht die Gotik aus? Was macht den Jugendstil aus? Je nachdem, was wir anschauen. Und so langsam kannst du mit mir aber auch darüber sprechen. Und das macht es dann viel greifbarer. Mittlerweile kann ich schon ein paar Merkmale erkennen, ja. Mein Lieblingsmerkmal sind die Kreuzrippengewölbe. Ja, die aber leider nicht. Ja. Das wäre jetzt ein klassisches. Aber tatsächlich ein Gotik. Das hast du jetzt, ja. Ja. Das hast du jetzt echt gemerkt. Man muss aber kein Experte sein, um die Schönheit dieser kleinen Kirche zu genießen. Auch wenn Maren aus ihrer katholischen Heimat deutlich mehr Prunk gewohnt ist. Ja, es ist natürlich ganz klar, ich meine, wir kommen aus Bayern. Das hier ist jetzt eine evangelisch-lutherische Kirche. Arbeite natürlich ganz viel in katholischen Kirchen, weil da ist natürlich noch sehr viel Prunk und Protz, viel Gold, viel Stuck. Ne? Wir haben ja lange in Freising gewohnt. Der Freisinger Dom ist natürlich fantastisch. Ja. Es ist so üppig, du kommst rein und das lässt einen einfach nur erstaunen. Ja.
Also ich habe jetzt schon direkt darauf geachtet, ob irgendwo welche baulichen Risse sind. Ich sage ja immer gerne, ich würde dann gerne was verspachteln oder gerne was ausbessern, aber die ist super im Schuss. Senele und seine Ladung Eiswürfel sind tatsächlich heil am African Explorer angekommen. Nun muss die schwere Fracht nur noch schnell in den Zug bugsiert werden. Dabei hat er Hilfe von Kollege Kagiso. Und alles ist noch gefroren. Zum Glück. Soll ich reingehen? Ja, geh rein und nimm es mir ab. Jetzt ist Muskelkraft gefragt und ordentlich Schwung. Die stundenlange Fahrt durch die Wüste hat sich gelohnt. Nun gibt es wieder genug Eis für die Gäste. Hier machen wir das Eis rein. Wenn man die Temperaturen und unseren Standort bedenkt, würde ich sagen, wir benötigen ungefähr 20, 30 bis zu 50 Tüten Eis, abhängig vom Verbrauch und der Anzahl von Servicepersonal und Gästen. Weil wir während des Frühstücks, im Speisewagen, in der Club Lounge, beim Abendessen und auch während des Mittagessens kalte Getränke servieren, da wird viel gebraucht. Und dazwischen für alle, die Getränke bestellen, müssen wir es parat haben, auch für die Ausflüge. For those who are still having drinks and stuff, we need to have it available, including for the excursions. Bist du bereit, mein Freund? Ich bin bereit, wenn du es bist. Sportlich sind sie auch noch. Und ein eingespieltes Team. Und nach gefühlten 100 Paketen kann man festhalten, die Kuh ist vom Eis. Für ein paar Nächte und einige Gin Tonics dürfte diese Ration wohl ausreichen. Super. Gut, Sambe. Zurück in Lüderitz, wo Irene und Hans-Jürgen Leitl aus Hessen das Restaurant suchen, in dem sie vor 24 Jahren so lecker gegessen haben. Hallo? Hallo? Hier soll's doch sein. Kennen Sie Langustenschwanz? Restaurant für Fisch, für Skin? Aber der freundliche Nachbar weiß nichts Genaues. Langsam kriegt man Hunger. Er hat uns gesagt, dass um die Ecke rum wäre wahrscheinlich das Restaurant gewesen. Gewesen, das klingt nicht gut. Er hat aber gesagt gehabt, hier Hans-Jürgen hat gesagt gehabt, hier an dem Kreisel, hat er gesagt. Ja, also einmal rum im Kreisel. Sieht nicht danach aus. 24 Jahre sind eine lange Zeit. Vielleicht was? Weiß ich nicht, Hans-Jürgen. Ich kann mich nicht erinnern. Alles so verändert. Nein, ja. Alles so verändert. Unterdessen haben sich die Ausflügler auf den Rückweg zum Zug gemacht. Ein eindrucksvoller, langer Tag liegt hinter ihnen. Im African Explorer warten glücklicherweise eisgekühlte Getränke und das Abendessen auf sie. Und auch Irene und Hans-Jürgen haben Hunger. Und sie können endlich genießen. Sehr schön. Ich klaue dir aber jetzt eine. Das alte Lokal blieb unauffindbar und so gönnen sie sich eben eine neue Erfahrung. Hervorragend lief das. Wir haben zwar nicht unser Lobster-Lokal gefunden, aber zum Schluss haben wir hier noch eins gefunden, wo wir essen. Jetzt müssen wir uns beeilen, dass wir zum Zug müssen. Und hier steigt vor der Abfahrt noch eine kleine ungezwungene Party bei Sonnenuntergang. Entspannung pur. Nur Chefreiseleiterin Anke, die muss noch arbeiten. Ja, ich muss noch ein bisschen das Programm wieder wie jeden Tag drucken. Das hatten wir heute Mittag besprochen in Kohlmannskuppe, dass wir morgen schon den Sundowner die Tour haben. Das muss ich jetzt noch eintragen, verteilen beim Abendessen. Das mache ich gerne, noch mal sehen, wie es den Leuten geht. Und dann mache ich meinen Bericht wie immer, Koffer packen. Für 2 Tage Wüstenlodge. Und so geht's weiter bei Verrückt nach Zug. Riesenspaß auf der Riesendüne. Die Crew genießt es, den Zug auch mal für sich allein zu haben. Und 2 Singlefrauen haben ein Herz für Kinder.